Die US-Armee-Veteranin Maribel Ramos verschwand im Frühjahr 2013. Die Frau schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Niemand wusste, wo sie war und was mit ihr passiert war. Hunderte von Menschen machten sich auf die Suche nach Maribel. Leider wurde die 36-jährige Frau tot aufgefunden. Dank eines einzigen Fehlers des Täters konnte der Fall aufgeklärt werden. Maribel Ramos wurde 1976 in Mexiko geboren. Im Jahr 1978 zog ihre Familie nach Amerika. Maribel war seit ihrer Kindheit ein Wildfang und stand ständig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ramos' Vater verließ die Familie. Ihre Mutter hatte 2 Jobs. Maribel war die älteste Tochter und half bei der Erziehung ihrer jüngeren Geschwister. Seit ihrer Kindheit träumte sie davon, reich zu werden, ein schönes Leben zu führen und in teuren Resorts Urlaub zu machen. Sie wollte um jeden Preis aus der Armut herauskommen, in der sie jahrelang gelebt hatte. Sie träumte von einem großen, geräumigen Haus und einem Premium-Auto. Maribel war bereit, hart zu arbeiten, um all das zu erreichen. Schon in der Schule beschloss Maribel, zur Polizei zu gehen. Mit 18 Jahren begann sie als Wachfrau in einem örtlichen Supermarkt zu arbeiten. Maribel war sich bewusst, dass sie viel lernen musste, um Polizistin zu werden. Dafür brauchte sie Geld, also ging sie zum Militär. Im August 2001 wurde sie zum Gefreiten 1. Klasse befördert. Diese Jahre waren nicht ruhig. Sie nahm an Kampfhandlungen in dem Irak teil. Dort wurde sie zum Sergeant befördert. Als ihr Dienst endete, unterschrieb sie einen neuen Vertrag. Maribel diente bis 2009 in der Armee. Danach beschloss sie, weiterzumachen. Ramos schrieb sich an der University of California für Strafrecht ein. Gleichzeitig arbeitete sie am College. 8 Jahre Dienst in der US-Armee blieben nicht ohne Spuren. Maribel litt unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie ging regelmäßig zum Psychologen. Das Studium und die neue Arbeit halfen ihr, sich von den schlechten Gedanken abzulenken. Maribel mietete eine 2-Zimmer-Wohnung in einer kleinen Wohnanlage in Orange, Kalifornien. Sie schaffte sich einen Hund an. Leider starb 2009 Maribels Mutter. Die Familie litt sehr unter diesem Verlust. 2 Jahre später, im Jahr 2011, bekam Maribel finanzielle Probleme. Sie beschloss, jemanden zu suchen, der bereit wäre, mit ihr zusammenzuziehen. Auf ihre Anzeige meldete sich ein erwachsener Mann, der 18 Jahre älter war als Maribel. Der Chemiker Quan Chul Joy zog von Tennessee nach Kalifornien. Sein Name war zu schwer auszusprechen, deshalb bat er darum, ihn einfach Casey zu nennen. Im Herbst 2011 mietete Casey ein Zimmer in Maribels Wohnung und zahlte monatlich die Miete. Die neuen Nachbarn fanden schnell eine gemeinsame Sprache, freundeten sich an, kamen sich näher, obwohl beide bestritten, eine Liebesbeziehung zu haben. Casey war ein ausgesprochener Introvertierter. Der Mann verließ selten das Haus und fand nur schwer neue Kontakte. Maribel lud ihn ständig zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Zu Spaziergängen, Abendessen und Partys. Im Frühjahr 2013 beendete die 36-jährige Maribel Ramos ihr Studium an der Universität, bereitete sich auf ihren Bachelor-Abschluss vor und träumte von einem neuen Job. Die Frau war glücklich und verschwand plötzlich. Am Morgen des 3. Mai erhielt Maribels Schwester Lucy eine Nachricht von ihrem Nachbarn Casey. Der Mann schrieb, dass Maribel nicht zu Hause übernachtet habe und noch immer nicht zurückgekehrt sei und dass ihr Telefon nicht erreichbar sei. Am Nachmittag rief Casey die Polizei an und meldete das Verschwinden seiner Nachbarin. Er sagte dem 911-Telefonisten, dass er Ramos zuletzt am Abend des 2. Mai gesehen habe. Die Frau war zu Hause. Casey ging spazieren, kam eine Stunde später zurück und Maribel war verschwunden. Fast ein Tag verging und sie kam immer noch nicht zurück. Die Familie Ramos machte sich keine großen Sorgen wegen Maribels Abwesenheit. Sie wussten, dass sie eine erwachsene, unabhängige Frau war. Sie hatte 8 Jahre lang in der Armee gedient und konnte auch mal außerhalb ihres Zuhauses übernachten. Als sie jedoch am Freitagabend, dem 3. Mai, nicht zum Softballspiel erschien, was zuvor noch nie vorgekommen war, wurde allen klar, dass sie wirklich in Schwierigkeiten geraten war. Die Suche begann. Polizisten kamen zusammen mit Lucy zu dem Haus, in dem die Frau wohnte. Die Zimmer waren leer, aber das Licht brannte. Im Inneren war alles ordentlich, alles stand an seinem Platz. Die Beamten waren verwirrt über das ungemachte Bett. Das Kissen lag ohne Bezug da, daneben lag eine zerknüllte Decke. Lucy erschreckte dieses Bild, denn sie wusste, dass ihre Schwester immer Ordnung im Haus hielt. Im Schlafzimmer von Maribel fanden die Ermittler den oberen Teil ihres Pyjamas. Darauf war ein kleiner Tropfen getrocknetes Blut zu sehen. Wie sich später herausstellte, war es Maribels Blut.
Das Telefon und die Wohnungsschlüssel waren verschwunden, aber ihr Portemonnaie und andere persönliche Gegenstände wie Zahnbürste, Unterwäsche, Kleidung, Schmuck und Handtasche befanden sich noch im Haus. Es sah nicht so aus, als wäre Maribel irgendwohin gefahren. Ihr Auto stand auf der Straße auf dem Gelände der Wohnanlage. Bald darauf kehrte Casey in die Wohnung zurück. Er erzählte erneut, dass er seine Nachbarin am Abend des 2. Mai gesehen hatte. Der Mann war besorgt und bot den Polizisten seine Hilfe an. Zu diesem Zeitpunkt suchten bereits die gesamte Familie Ramos, ihre Freunde und Kommilitonen aktiv nach Maribel. Sie war sehr beliebt und angesehen. Alle kannten und liebten sie. Alle wollten sie lebend und unversehrt finden. Die Ermittler fanden Aufnahmen einer Überwachungskamera, die innerhalb der Wohnanlage installiert war. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Maribel am 2. Mai um 20 Uhr in der Nähe des Büros der Verwaltungsgesellschaft erschien. Die Frau übergab einen Umschlag mit Geld. Sie bezahlte die monatliche Miete für ihre Wohnung. Maribel trug Hauskleidung. Sie ging gemächlich, entspannt und ohne Eile. Nur eine Stunde später war sie verschwunden. Die Zeit verging. Die Polizei befragte alle, die sie finden konnte, um so viele Informationen wie möglich über die Vermisste zu erhalten. Zuerst sprachen die Ermittler mit einem Mann namens Paul Loplas, mit dem Maribel eine Beziehung hatte. Paul und Maribel hatten sich vor 2 Monaten kennengelernt. Ihre Beziehung stand noch am Anfang. Paul arbeitete bei einem Gasunternehmen. Es stellte sich heraus, dass er der letzte Mensch war, mit dem Maribel vor ihrem Verschwinden telefoniert hatte. Am Donnerstagabend hatte Paul sie angerufen, um einfach mit ihr zu plaudern. Die Frau war zu Hause. Irgendwann beklagte sie sich, dass ihr Nachbar wieder die Miete nicht bezahlt habe. Paul hörte Casey im Hintergrund. Maribel schaltete den Lautsprecher ein und sagte ihrem Nachbarn, er solle seine Sachen packen und das Zimmer bis morgen räumen. Paul goss noch Öl ins Feuer und sagte, wenn Casey am Morgen nicht ausziehe, würde er am Abend vorbeikommen und persönlich alle seine Sachen auf die Straße werfen. Unmittelbar danach beendeten sie das Gespräch. Paul Loplas verbrachte die ganze Nacht bei der Arbeit. Sein LKW war mit einem Navigationsgerät ausgestattet, mit dem die Polizei seine Bewegungen verfolgen konnte. Paul befand sich in einiger Entfernung vom Haus der Ramos. Bei der Vernehmung gab der Mann zu, dass er neben Maribel auch intime Beziehungen zu mehreren anderen Frauen hatte. Auf die Frage, ob Maribel sich mit jemand anderem getroffen habe, antwortete Paul, dass er ihr diese Frage nie gestellt habe. Es stellte sich heraus, dass Maribel mehrere Männer hatte. Für den 5. Mai 2013 hatte sie ein Treffen mit einem Militärfotografen geplant, den sie im Internet kennengelernt hatte. Im Laufe der Ermittlungen erfuhren die Polizisten, dass Ramos eine Woche vor ihrem Verschwinden einen seltsamen Anruf bei der Notrufnummer 911 getätigt hatte. Während des Gesprächs war zu spüren, dass die Frau Angst hatte. Maribel sagte zum Telefonisten, »Hallo, es ist nicht dringend, wird dieses Gespräch aufgezeichnet?« Der Telefonist antwortete, »Ja, das Gespräch wird aufgezeichnet.« Ramos fuhr fort, »Ich rufe Sie an, um Ihnen mitzuteilen, dass ich mich gerade mit meinem Nachbarn gestritten habe, weil er seine Miete nicht bezahlt. Ich möchte, dass er am Ende des Monats auszieht. Ich habe ihm gesagt, dass ich eine Pistole in meinem Zimmer habe, aber das stimmt nicht. Ich versuche nur, mich zu schützen. Ich musste lügen, um ihm Angst zu machen. Ich leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ich liege in meinem Zimmer, das verschlossen ist, aber ich habe trotzdem Angst. Ich möchte nur warnen, dass ich um mein Leben kämpfen werde. Ich schwöre, dass ich ihn sogar töten könnte. Sein voller Name ist Quan Chul Joy.« An diesem Abend kamen Polizisten zu Ramos Haus und sprachen mit Casey. Der Mann verhielt sich ruhig. Er erklärte, dass er mit seiner Nachbarin in ein Restaurant gegangen sei. Casey beklagte sich, dass Maribel nach ein paar Gläsern Alkohol sehr aggressiv geworden sei, ihn beschimpft und gedemütigt habe, gesagt habe, dass sie ihn nicht mehr möge und ihn mit einer Pistole bedroht habe. Die Beamten hörten dem Mann zu und empfahlen ihm anschließend, sein Telefon bei sich zu behalten, in seinem Zimmer zu schlafen, die Tür abzuschließen und darauf vorbereitet zu sein, dass er angegriffen werden könnte. Genau eine Woche nach diesem Vorfall verschwand Maribel. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung der Frau, nahmen ihren Laptop und ihre Bettwäsche mit, entnahmen DNA-Proben von Casey und fotografierten seinen Körper. An den Händen des Nachbarn waren frische Kratzer zu sehen. Er war sehr aufgewühlt. Casey erzählte allen, dass er Maribel sehr liebte, dass sie seine einzige Familie und seine beste Freundin war und dass sie unbedingt nach Hause zurückkehren müsse.
Casey und Maribel verstanden sich gut, obwohl es auf den Fotos viele Hinweise darauf gab, dass zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft bestand. Sie verbrachten viel Zeit miteinander. Casey kannte Maribels Familie und half sogar ihrer Nichte, ihre Mathematikkenntnisse aufzubessern. In Wirklichkeit war Casey wirklich in seine Nachbarin verliebt. Sie hingegen fand, dass der Mann zu alt für sie war. Sie war 36, er 54. Er hätte ihr Vater sein können. Casey unterzog sich sogar einer plastischen Operation, um jünger auszusehen. Er gab dafür $12.000 aus, war aber für Ramos immer noch unattraktiv. Am Abend des 3. Mai, nachdem Casey die Polizei angerufen hatte, kamen Polizisten zu Maribel Ramos' Haus und wollten mit ihrem Nachbarn sprechen, aber der Mann war nirgends zu finden. Während der Befragung erzählte er, dass er zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto gesessen und mit einem Fernglas die Eingangstür ihres Hauses beobachtet habe. Casey erklärte, ich schaue oft Sendungen und Filme über Verbrechen und wollte einfach sehen, wie es weitergeht. Ich parkte mein Auto etwas weiter vom Haus entfernt, holte mein Fernglas aus dem Handschuhfach und beobachtete die Polizei. Der Mann bestätigte, dass er sich vor Maribels Verschwinden wegen der Miete mit ihr gestritten hatte. Nach dem Streit fuhr er durch die Stadt, um sich etwas abzukühlen. Als er eine Stunde später zurückkam, war Maribel nirgends zu finden. Casey dachte, dass sie jemand anderes mitgenommen habe. Seltsam war auch die Tatsache, dass der Nachbar frische Kratzer an den Händen hatte. Auf die Frage der Ermittler, woher diese stammten, antwortete Casey, ich gehe oft in den Park und angle dort. Als ich kürzlich angelte, bemerkte ich, dass sich eine Ente in den Netzen verfangen hatte. Ich sprang sofort ins Wasser, um das Tier zu retten. Als ich ans Ufer zurückkehrte, fiel ich auf die Knie und verletzte mich an stacheligen Büschen an den Händen. Die Suche nach Ramos zog sich hin, ohne Ergebnis. Die Polizei fand keine Hinweise darauf, wo die Frau hingegangen sein könnte. Am 8. Mai 2013, 5 Tage nach ihrem Verschwinden, schrieb ihre enge Freundin Emily einen Beitrag auf Yelp. Yelp ist eine Website zur Suche nach Dienstleistungen, auf der häufig Bewertungen zu Restaurants, Schönheitssalons und anderen Einrichtungen veröffentlicht werden. Emily schrieb über Maribel, in der Hoffnung, der Suche noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Denn je mehr Menschen davon erfahren, desto größer ist die Chance, dass die Vermisste gefunden wird. Die Nutzer begannen, Emily zu unterstützen, sie zu beruhigen und ihr gute Wünsche zu schicken, dass Maribel schnell gefunden werde. Ein paar Tage später hinterließ Casey einen Kommentar unter dem Beitrag. Der Mann schrieb, ich bin Maribels Nachbar. Sie ist meine beste Freundin und meine einzige Familie. Sie ist die beste Frau, die ich je getroffen habe. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Ich vermisse sie sehr. Sie wusste immer, dass ich ohne zu zögern mein Leben für sie geben würde. Die Polizei hat unsere Wohnung 5-mal mit Hunden und Detektoren durchsucht. Sie haben meinen Computer, meine Festplatte, mein Telefon und mein Auto beschlagnahmt und noch ein paar andere Sachen mitgenommen. Sie haben alle Personen aus meiner Kontaktliste kontaktiert und ich weiß nicht, wann ich meine Sachen zurückbekomme. Das ist sehr unangenehm, aber das ist alles unwichtig. Ich vermisse Maribel. Das ist sehr bedrückend und stressig. Am Tag nach Caseys langem Beitrag antwortete ein Nutzer namens Grant, dass er es seltsam finde, dass der Nachbar in der Vergangenheitsform über Maribel geschrieben habe. Casey antwortete, Grant, danke, dass du meine Grammatik korrigiert hast. Das ist meine zweite Sprache und ich brauche noch Hilfe. Bitte stell keine Vermutungen an und verurteile mich nicht. Das haben andere schon getan und ich weiß, dass mich alle schon schief ansehen. Einen Tag später hinterließ Casey erneut Kommentare. Ich liebe Maribel. Ich habe ihr jedes Mal eine gute Nacht gewünscht. Was mein Profilfoto angeht, habe ich ein Foto von Maribel und mir gepostet, weil ich sie sehr vermisse. Ich sehe nichts Falsches daran, ein Foto mit meiner Freundin oder jemandem, den ich liebe, zu posten. Es ist mir unangenehm, dass die Polizei mich als Verdächtigen betrachtet. Auch Maribels Verwandte glauben, dass ich schuldig bin. Ich verstehe, dass wir uns alle Sorgen um sie machen, aber ich leide am meisten. Maribel ist meine einzige Erbin. Nach meinem Tod erhält sie $250.000 aus meiner Lebensversicherung. Außerdem erhält sie meine gesamten Ersparnisse auf meinen Bankkonten. Ich vermisse sie jede Sekunde, in der ich nicht schlafe. Die Polizei begann, den Nachbarn zu überwachen. Sie luden ihn zu Verhören vor, versuchten ein Geständnis aus ihm herauszupressen und behaupteten, sie hätten Blut auf dem Bett gefunden, doch das war eine Lüge. Casey kooperierte aktiv mit den Ermittlern. Er beantwortete ruhig alle Fragen, sogar ohne Anwesenheit seines Anwalts. Er hatte nichts zu verbergen.
Weder in seiner Wohnung noch auf seinem Telefon oder Computer fanden die Ermittler etwas Verdächtiges. Das Team der Beobachter stellte fest, dass der Mann mehrmals die Bibliothek besucht hatte. Casey benutzte dort einen Computer. Das war seine einzige Möglichkeit, ins Internet zu gehen. Die Ermittler beschlossen herauszufinden, welche Suchanfragen der Mann in der Bibliothek gestellt hatte. Sie beobachteten online, wie er auf die Tasten klickte und mit der Maus navigierte. Und was suchte er dort? Zuerst gab Casey seinen Bibliothekslogin ein, dann checkte er seine E-Mails und schaute sich einige Minuten lang Stellenangebote auf einer Jobsuch-Website an. Danach öffnete er eine Karte von Kalifornien und suchte nach einem Ort im Wald. Er interessierte sich besonders für ein bestimmtes Stück Land an der Straße, auf dem ein großer Baum stand. Am Ende löschte er den Browserverlauf, schaltete den Computer aus und ging nach Hause. Die Ermittler beschlossen, sich zu diesem abgelegenen Ort zu begeben. Dort nahmen sie sofort einen üblen Geruch wahr und fanden kurz darauf die Leiche der 36-jährigen Maribel Ramos. Quan Chul Joy wurde des Mordes angeklagt. Bei seiner Verhaftung fand man in seiner Tasche ein metallisches Namensschild von Maribel. Der Mann bekannte sich nicht schuldig. Im Jahr 2014 begann der Prozess. Die Todesursache der jungen Frau konnte aufgrund der starken Verwesung der Leiche, die 2 Wochen lang im Freien in einer flachen Grube gelegen hatte, nicht festgestellt werden. Maribel wurde anhand einer Tätowierung identifiziert. Es gab keine direkten Beweise, die Casey mit dem Tod der Frau in Verbindung brachten. Seine Suchanfragen auf dem Computer der Bibliothek führten die Polizei jedoch genau zum Fundort der Leiche. Es wurde angenommen, dass der Mann Ramos spät in der Nacht angegriffen hatte, als sie sich schlafen legte. Er bedeckte ihren Kopf mit einem Kissen und hielt es fest, bis die Frau starb. Dann transportierte er ihre Leiche in einem gemieteten Auto in den Wald. Dort gab es einen Zaun mit Stacheldraht, an dem sich der Mann die Hände verletzte. Er hatte alles genau geplant, damit keine Kamera sein Verbrechen aufzeichnete. Vor Gericht rechtfertigte sich Casey erneut und behauptete, dass der wahre Täter aus der Ferne den Bibliothekscomputer gehackt, die Karte geöffnet, den Cursor auf die richtige Stelle gesetzt und ihn so hereingelegt habe. Trotz seiner ständigen Leugnung der Schuld und endlosen Rechtfertigungen befanden die Geschworenen Casey des Mordes 2. Grades für schuldig. Er wurde zu lebenslanger Haft mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren verurteilt. Die Familie Ramos litt schwer unter dem Verlust ihrer geliebten Maribel. Nach Angaben der Angehörigen ist Casey ein sehr böser und feiger Mensch. Sie werden ihm niemals vergeben können. In den vergangenen Jahren schrieb Casey etwa 90 Briefe an den Richter, in denen er Maribel jedes Mal seine Liebe gestand und versuchte, seine Unschuld zu beweisen. Jetzt ist er 65 Jahre alt. Er möchte vollständig freigesprochen werden, sonst wird er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.